Surprise, motherfucker. Oh. So, wir sind auf einer eher mittelprächtigen Map für Killer gelandet. Ja, der Hans ist jetzt nämlich keine Maus mehr. Was ist mit dir los? Oh nee. It was at this moment that she knew. Oh nein, ich weiß, was das für Leute sind. Okay. Wenn ihr noch DBD-Anfänger seid, dann zeige ich euch jetzt ein Squad, den man gemeinhin als Bully Squad bezeichnet. Hä? Hat nicht geklappt. Ach ja, ich muss sie ausbluten lassen. So, nix da. Dieser Squad wird gemeinhin als Bully Squad bezeichnet, denn sie haben sich diese Map gewünscht. Sie haben sich ein Offering gewünscht, dass der Keller nicht hier spawnt, sondern in der Killer Shack. Und sie haben ein Boon mit, das dazu führt, dass sie von alleine immer wieder aufstehen können. Plus den Perk Wildpferd unter anderem. Sodass es schwer wird für mich, sie aufzuhängen. Der Plan von denen ist, dass sie immer wieder hier unten im Keller von mir flachgelegt werden. Und ich sie letzten Endes... Ja, und sie stunnen mich die ganze Zeit. Und ich sie letzten Endes nicht aufhängen kann. So. Deswegen ist er hier am Anfang auch so rübergejumpt. So, wir müssen immer mal wieder gucken, dass sie hier das Totem nicht anmachen. Zum Glück sind die nicht allzu gut. So, was ich dagegen machen kann, ist... Friends, this is Das war klar. Die haben alle auch noch Unbreakable. So. Oder hat nur eine Unbreakable gehabt? So, was ich dagegen eigentlich theoretisch machen kann, ist, dass ich sie einfach alle hinlege und ausbluten lasse. Was wir jetzt auch tun werden. Wunderbar. Ich mache die Musik wieder an. Und ich erzähle euch währenddessen von Hans. Bisschen leiser die Musik machen. Ist noch wer aufgestanden? Nein. Hansi. Es begab sich, dass ich ausgerechnet am Abend des 22. Dezembers festgestellt habe, dass Hansi blaue Augen hat. Also eigentlich schwarze Augen und in der Mitte stechend blau. Sah so richtig gruselig aus. Und ich dachte natürlich erstmal, oh mein Gott, was ist das denn? War das schon immer so? Fällt mir das erst jetzt auf? Jedenfalls habe ich dann am 23. rumtelefoniert, um herauszufinden, welcher Tierarzt denn über die fucking Feiertage noch auf hat.
Und vor allem, welcher Tierarzt sich denn mit Hamstern auskennt. Weil das ist nicht so verbreitet, dass die Tierärzte sich mit so kleinen Heimtieren auskennen. Der Streamer ist tot. Natürlich habe ich niemanden gefunden. Weshalb ich dann auch nur ganz kurz über Weihnachten zu Hause war und dann direkt wieder zurückgekommen bin. Ist sie wieder aufgestanden? Gibt's ja wohl nicht. Warum hat sie das so lange aufgehoben? Ist sie gerade... Lag das an mir? Tschüss, Fachat. Jedenfalls habe ich natürlich niemanden, habe ich danach auch immer noch niemanden gefunden, der sich mit Heimtieren auskennt und gerade da ist. Also nach Weihnachten. War dann zwischendurch bei einer Tierärztin, die sich eben nicht mit Hamstern ausgekannt hat und die konnte mir jetzt auch nicht wirklich viel helfen. Ja, sie hatte auch Unbreakable. Also, ne? Wir haben hier, jemand hat das hier, das Map-Offering geworfen, dass sie auch auf diese Map kommen, weil das da eben sehr gut funktioniert. Das ist das Offering, dass der Keller in der Killer-Shack spawnt und nicht in dem Main-Building, wo wir eben die ganze Zeit gechillt haben. Weil sonst hätte ich die ganzen Survivor nämlich einfach dort in diesen Keller bringen können. Das haben sie verhindert. Jemand hatte Boon Exponential, nee, das ist Circular Feeling, hier, Exponential mit, damit sie immer wieder von alleine aufstehen können, solange das Totem da ist. Ist aber ziemlich bescheuert, weil ich kann es einfach ausmachen. Und dann müssen sie es erstmal wieder ankriegen. Also, naja, hat nicht so gut funktioniert, wie wir sehen. Falls dieses Boon nicht da ist, haben sie eben zweimal noch Unbreakable mitgenommen. Hier und hier. Damit können sie einmal pro Runde von alleine aufstehen. Sie hier hat sich das noch bis kurz vorm Ende aufgespart. Weiß ich nicht warum. Und sie hatten Saboteur mit und Background Player und Breakout, damit sich die Leute... Alles Perks, damit ich die Leute nicht aufhängen kann. Noch irgendwas? Ja, hier Boil Over ist auch so ein ähnlicher Perk, dass man die Leute schwerer aufhängen kann. Breakdown macht, dass die Haken kaputt gehen, wenn man dran hing. Und dann hatten sie noch zweimal Head-On mit. Das war dieser Schrank-Perk, wodurch ich immer wieder gestunt wurde. Wahrscheinlich auch, falls ich da mit einem Survivor vorbeirenne, dass ich dann gestunt werden kann. Ja, ging vorne und hinten nicht auf der Plan. Schön. Zurück zu Hansi. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich war dann Anfang Januar bei meiner regulären Tierärztin, die sich mit Hamstern auskannte. Und sie hat mir gesagt, dass mit ihm sonst alles sahnig ist. Solange er da nicht dran rumpult an seinen Augen, ist das völlig okay. Und wenn er nichts sieht, das ist ihm höchstwahrscheinlich ziemlich egal. Weil Hamster einfach krasse Fucker sind. Denen es einfach komplett egal ist. Das sind einfach richtige Badasses. Und dann hat sie noch gesagt, und das fand ich sehr schön, dann hat sie gesagt, ja, der ist schon ein strammer Bursche. Der ist ja zwar schon fast 2 Jahre alt, aber der hat noch einen weiten Weg vor sich.